Ja, und aber links, aber ich muss wirklich ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen heikel. Lieber ein bisschen langsam. Ja, das ist so schnell nicht. Das Tod, gell? Nein, ich war gerade überrascht. Im Hotel geht man raus und sieht man gerade, ui, das sind von gestern noch. Und es ist schwierig, am Tag danach will man zuerst ein bisschen noch selber die Ruhe und dann... Es sind halt schon zwei Seiten auch, oder? Die Konzertbühne und die Location oder eben ein bisschen privat, wo man dann eben das auch trennen mag. Ja, wir kommen aus Berlin. Und was magst du eigentlich? Extra. Wir Friedhof Gemeiner, schon seit Jahren reisen wir den hinterher. Die Musik ist einfach so mega genial. Das neue Album umwerfend. Kauft es euch, Männers. Eindrücklichste ist Mexiko City. Also es ist schon, wenn man dort aussteigt aus dem Flughafen, dann hat es schon Fans dort, die warten. Und die Liebe und die Energie, die die Menschen dort haben, das ist Wahnsinn. Also das ist schon das ist mir wie das ist unfassbar. Also es ist schon so eine Power und auch eine Lebensfreude, gell? Und so. Das ist, da kommt man schon sehr beseelt zurück. Es ist auch ein riesiges Privileg. Da bin ich dankbar, dass ich das erleben darf durch die Songs, durch die Musik. Und für Beauty of Gemeiner würde ich auch noch weiterreisen. Weil, ja, für eine Schweizer Band sind sie sehr speziell, weil sie halt Gothic-Musik machen. Komplett neue Situation mit diesen Covid-Bedingungen, Publikum mit Masken und wir untereinander auch. Oder? Wir haben auch gewisse, wir sind zwar auf der Bühne, aber wir probieren auch, weißt du, das Umarmen oder es ist ja sehr, Musik ist auch sehr Körper, das ist irgendwie, man berührt sich, man klatscht ab oder das machen wir auch sehr anders. Es ist einfach so eine spezielle Situation. Aber man merkt einfach auch, es ist auch jetzt das Publikum, auch gestern, viele sind gekommen nachher, danke, wieder mal Musik, wieder ein gutes Konzert. Und es fehlt, ich glaube, den Menschen fehlt das einfach. Und ich denke schon, dass in jeder Krise, das tönt zwar einfach, aber ich glaube, es hat schon Potenzial für neue Gedanken, für neue Ideen. Die Hoffnung wäre natürlich, dass jetzt auch in dieser Pandemiesituation, dass Menschen sich bewusster werden, dass sie vielleicht wieder die Werte neu sehen und sagen, was ist wirklich wertvoll, um was geht's, oder? Das ist auch Skeleton Dreams, was ist eigentlich der Wert, oder? Um was geht's wirklich? Und was kann man vielleicht sagen, ja? Ja, danke schön, vielen Dank. Ja, ist ja fast ein Wunder, gell, dass wir heute noch da sind, auch wir und ihr, noch mit Abstand, Masken, aber es ist eine grosse Freude, eine grosse Ehre, gerade in diesen schwierigen Zeiten und wer weiß, wo es hingeht. Und ja, wir sind gestern in Basel fahren Solothurn und so langsam, wir haben gemerkt, jeden Tag, jetzt wird es noch. Also ich glaube, nächste Woche wissen wir dann auch nicht mehr wie. Ich finde es super, sind ihr da, haben ihr Mut, wir auch. Und probieren wir trotz allem, den Abend zu geniessen. Mache ich anders. Ich denke auch für die Jungen ist, glaube ich, noch am schwierigsten ist für die Jungen. Die Alten sind vielleicht gefährdeter, aber ich glaube, was heißt das für die Jungen, wo jetzt in dem 20, 25, was heißt das für die? Ich glaube, die
Das sind große Herausforderungen. Und wie es weitergeht, maybe God knows. I don't know the burden of a wizard's dream. I don't know its spell, what I can believe. I don't know the reason why heaven should be real. I don't know the answer. Maybe God knows. Es gibt eben so viel, wo man eben keine Antworten hat. Und der Mensch hat das nicht gern, oder? Der Mensch will immer Antworten. Das sehen wir jetzt so in dieser Pandemie. Das ist die größte Katastrophe. Politik, die Medizin, wir haben keine Antworten. Und das macht alle so wahnsinnig nervös und das stresst unglaublich. Und darum ist natürlich so der Maybe God knows. Vielleicht gibt es eine höhere Macht, wo es viel nicht weiß. Und das ist so ein bisschen die Idee auch beim Song. Es ist ein bisschen bluesiger Song und natürlich so das Spirituelle noch gut. Das ist ja im Blues auch oft noch so eine Thematik, oder? So das Göttliche, das Irdische, Sünden oder Nicht-Sünden. Und dem geht es ein bisschen nach. Maybe God knows. I don't know what's human in the modern world. I don't know the doom, the judgment of hurt. I don't know the reason why hell should be real. What about the hellfire? Maybe God knows. Love and hate, courage and fear. I don't know the answer. Es ist eine ganz kurze Tour, das mal mit diesen 4 Konzerten. Und was immer spannend ist, so ein bisschen der Wechsel vom Tagesrhythmus dann irgendwann so langsam in den Nachtrhythmus. Das braucht ein paar Tage, dass man quasi. Oder Konzentration, jetzt ist es quasi heute um 10 Uhr fängt es an. Also um 10 Uhr quasi meine beste Leistung haben. Und das ist mir ja nicht gewohnt so aus dem Tag, oder? Und das braucht ein bisschen und dann wird es spät, wird immer später, day by day. Die Schweiz ist natürlich so kurze Distanzen, gell? In Deutschland fährt man dann halt 6-7 Stunden pro Tag und Stau ist schon anstrengender. Go for apologize. I apologize, das ist so quasi, oder I apologize for you. Die Idee vom Text ist eigentlich, dass so den kennen viele Erwachsene, oder dieses Hin und Her und Liebe und zusammen oder sich trennen und dann quasi so das Gefühl, man weiß eigentlich schon früh, ob etwas passt, aber das auszusprechen, das braucht manchmal sehr, sehr lang. Und wenn man dann vielleicht in dem Wechselbad ist, das quasi der Partner das quasi nie ausspricht. Und dann muss man irgendwann sagen, okay, dann mache ich halt den Schlussstrich, aber ich entschuldige mich für dich, weil es du nicht gemacht hast. Und das ist so die Kombination, das ist ja noch Beauty of Jemima oft auch in meinen Songs. Es ist, auch wenn die Musik noch sehr beschwingt ist, der Text hat vielleicht dann doch noch eine zweite Seite und umgekehrt auch. This time, all the shame inside, my hope, my feet by now. In my tongue, in my dream, one day you come, one day you see, but tonight
man auch mal ab und zu eine Flasche probiert haben, oder? Bis man merkt, aha, dieser Wein schmeckt mir auch. Und das ist vielleicht auch, ich glaube, Leben heißt Erfahrungen sammeln. Und es gibt auch sehr viele junge Menschen, die schon sehr viel Erfahrungen haben. Aber ich denke, wir machen Musik, die auch, ja, ich glaube, das kann man auch mit 60, mit 70 Jahren hören, weil es sind ja nicht, für mich können die auch sehr jung sein. Und das meine ich ein bisschen mit Erwachsenen. Weil das ist eine spannende Generation. Auch meine Leute, die heute 50, 60 sind, die sind aufgewachsen mit Dylan und The Doors und Pink Floyd, also mit super Musik. Also warum sollen die jetzt alle weg vom Fenster sein? Und darum meine ich, das ist... Und schön, wenn es auch Junge natürlich, wenn so... Ich finde, das... Ja, so die Durchmischung ist generell spannend. Aber es ist schon Musik, man muss aber auch sich ein bisschen Zeit nehmen, um das anzuhören. Und das in dem Sinne erwachsen. Aber man kann mit 20 schon sehr erwachsen sein. Ich schlüpfe ja in diesen Songs immer wieder auch in Perspektiven. Und eine Perspektive, wo ich mir sage, ja, man kommt so, was wird am Schluss einmal, wer wird am Schluss oder wer wird einmal da sein? Das ist so, ich glaube, schon eine Lebensfrage, wo sich jeder vielleicht stellt, oder? Irgendwann ist hinterlässt man etwas. Hat das, was man auf dieser Welt gemacht hat, hat das einen Sinn gehabt? Hat man irgendwie etwas? Und wer ist am Schluss wirklich noch da? I sing my song of the lonesome town. Just for a while, come on, let's sit down. I know that you know, you can't deny. It's me on the street, simply cast aside. Where are you, dear friends of mine? Where are you, dear friends of mine? I sing my song of the lonesome day. Just for a while, come on, take a break. That you know, that you can't deny. It's me at the shore, under a red diamond sky. Where are you, dear friends of mine? Where are you, dear friends of mine? Es gibt ja viele, die einem dann, oder wenn man erfolgreich ist, gibt es viele, die jubeln. Wenn man vielleicht einmal nicht mehr so erfolgreich ist, wird es stiller. Und so auf den letzten Schritten, oder? Und das ist so die Perspektive, wirklich ganz am Schluss. Where are you, friends of mine? Und dann sage ich am Schluss, I hope, dass er quasi da sind und vielleicht so gerne noch Tränen verfließen. Das ist so das Lied, und das ist so entstanden in einem wahnsinnigen Fluss. Ich glaube, es ist in 2 Tagen ist das Lied, ist es klar gewesen, das muss so sein. Manchmal braucht man für einen Song Monate und manchmal geht es schnell. Und das war so, ich habe einfach gespürt, das ist so ein Flow und eine ganz einfache Frage, oder? Aber es ist schon ein Song, wo man merkt, auch live, das Publikum ist schon, das geht tief irgendwie. I sing my song of the lonesome end. Just for a while, come on, take my hand. I know that you know, and you can't deny. It's me on the deathbed, I am all smiles. Where are you, dear friends of mine? Where are you,
ganz am Anfang habe ich oft mit Computer und allen Möglichkeiten oder Sampler und 1000 Toys dazu genommen. Und jetzt in den letzten Jahren, vor allem Flying with ja nur noch iPhone, Gitarre, Stimme oder Klavier. Also ganz Reduktion. Und bin ich erst ins Studio, wo quasi der Song fertig ist. Text, Musik und dann überlegt, was braucht es jetzt noch? Und so hat sich das ergeben. Das ist das Organische. Und da finde ich schon, das ist es für mich. Das ist so der lange Weg. So ist Rainbow Man. Und jetzt mit Skeleton Dreams ist das so eine, ja, ist alles zusammen. Es hat auch Reduktion, einmal 2 Songs, einmal nur Klavier und Stimme, Holding on This Night. The World is Going On, nur Gitarre und Stimme. Und dann natürlich viele elektrische Sachen. Ja, also Flying with Yawl ist schon akustischer. Und das ist jetzt für mich eigentlich ein typisches, ja, also ist kein Akustikalbum, gar nicht. I'm a rainbow dancer. I'm dancing through the clouds. Ja, das ist natürlich die Wortkombination Skeleton Dreams. Das ist einerseits jetzt natürlich mit meiner persönlichen Erfahrung so, mit dem Kranksein und dann quasi viel Spital und Operationen. Dann hat man sehr viele Röntgenbilder gesehen von mir und dann ist das Skeleton, war mir so ein Thema. Und aber auch die Träume, Traumlandschaften und auch Reduktion. Oder mir hat fasziniert, ein Skelett oder, ist auch quasi, es gibt wie keinen Unterschied, wenn man 2 Skelette nimmt, wer war der Böse oder wer war der Gute. Und das ist, finde ich, eine faszinierende Tatsache und dann halt die Traumwelt. Und das ist in dem Album so ein Reigen von eigentlich verschiedenen Träumen, wo ich da mich so ja, durch die Songs begebe. I'm a rainbow dancer. I'm dancing in the sun. And my heart is full of pain. And my heart is full of pain. Das hat sich aber auch wirklich gut über die Jahre, ja, wie soll ich sagen, das hat sich auch, das ist auch nicht ein Streitpunkt, das ist wie klar, oder? Ich schreibe die Songs, die Texte und je nachdem kommen im Studio halt Musiker dazu, oder? Und der Mac Vinzenz am Schlagzeug ist jetzt von Anfang an, ist er dabei. Aber er ist jemand, wo, wenn ein Song fertig ist, kommt er und hilft, das umzusetzen. Also das ist auch seine Stärke und vor allem dann live. Er ist ein Live-Schlagzeuger. Und so habe ich halt jetzt immer wieder verschiedene Wechsel gegeben. Und klar, der Beauty of Jemina suggeriert natürlich so eine Band, aber nein, das hat sich eigentlich nicht geändert. Das ist so gerne noch ein bisschen in den letzten Jahren, ist noch ein bisschen mehr, also ja, das ist ganz für mich allein und erst dann zeigen, wenn alles fertig ist. I'm a rainbow man. That's why I Nochmal zu Skeleton Dreams, oder? Das ist, natürlich habe ich immer auch Erklärungen, aber ich finde es spannend, wenn man wie Zimmer oder Fenster öffnet und das Publikum sagt, jetzt schau mal in den Raum, aber der Raum ist viel. Ich öffne den Raum, aber das Publikum kann selber noch sagen, ist das ein Stuhl, ist ein Tisch, ist es ein Bild, wie sieht das Bild aus? Also nicht
zu konkret, sondern öffnen, open your mind. Das finde ich so spannend bei Kunst oder bei Musik. Also ich gebe eine Fläche und wenn jemand dort reingeht in das Haus, in das Beauty of Jemina oder in die Welt Beauty of Jemina, dann kann er sehr viel selber dann nachher eben auch finden und entdecken und gedeihen. Und das ist so, bin ich da ein bisschen der Magic. Also wir machen die kompletten Konzerte mit in der Schweiz, jetzt alle 4. Und die Beauty of Jemina sind schon seit vielen Jahren, ist es so meine Herzensband. Ich mag die Musik, ich mag die Stimmung und das Charisma auch von Michael, was er ausstrahlt. Und deswegen sind wir hier. Wir kommen von Ludwigshafen in Deutschland, Ludwigshafen am Rhein. Da habe ich schon sehr, sehr große Fans, oder? Also das war übrigens noch, ich komme jetzt immer wieder auch mit Mexiko, dort sind Leute gekommen, die haben so gesagt, quasi, you saved my life. Was, you saved my life? Ja, deine Musik hat mein Leben gerettet, oder? Und das ist schon, das macht einem auch demütig in dem Moment. Man nimmt da Verantwortung. Ja, wir sind hier in Zürich daheim und sind jetzt das 3. Mal bei Beauty of Jemina und es ist eine Hammerband, ja, immer wieder. Warum? Ja, der Sound ist wirklich einzigartig für eine Schweizer Band, also es rockt, es sind geile Texte, also guter Sound. Und das habe ich ab und an immer wieder gehabt, dass die Musik hat mir in einer so schlimmen Zeit war das mein Leuchtturm und meine Rettung. Und das schaffte natürlich eine wahnsinnige Verbindung auch. Und das hat vielleicht auch mit dem zu tun, dass es nicht so ganz konkret ist, sondern eben mit Metaphern oder selber, man kann sein Stück vom Leben auch rein hinbringen. So. Ja, ich komme von Rüti Zürich-Oberland. Ich kenne die Freundin von Mac Vincenz, vom Drummer, sehr lange schon, über 25 Jahre. Wir sind früher schon miteinander umgezogen. Ich habe den Mac vor 1,5 Jahren kennengelernt. Ich gehe jetzt erst mal an ein Konzert von Beauty of Jemina und ich bin absoluter Fan geworden von ihnen. Und ich verkehre da relativ viel mit Mac, also ich sehe ihn viel, wir schreiben einander viel. Super Typ geworden. Und ich würde auch gerne die anderen mal kennenlernen. Ja. And this night will be endless. I hope you know why. And the shadows will change and expire. Won't hide the light. Won't hide the light. And the shadow will change and expire. I'm singing my song. Also jeder Song hat ja, oder man muss sich so sehen, ich nehme ja unzählige Fragmente auf, oder das sind vielleicht 40, 50 Skizzen, Ideen, wie ein Tagebuch. Und irgendwann entscheidet man sich ja für die, jetzt in diesem Fall sind es 12, 13, dann ist ja jeder von denen schon mal eine Herzens. Und dann gibt es aber so Momente, die entstehen, vielleicht im Text. Und Naked ist so ein Song, der Text habe ich ganz früh. Und ich weiß nicht, Dutzende Versionen gehabt. Immer wieder probiert man, nein, funktioniert nicht. So probiert, so. Und irgendwann hat mir wirklich vielleicht in dem Moment einmal die Muse kam vorbei und sagt so, Michael, jetzt aber. Und dann ist das innerhalb von kurzer Zeit ist plötzlich die Melodie und ich habe das ein bisschen improvisiert und es war, das ist es. Und es hat jetzt so
2, 3 so kurze Passagen im Song, die gehen mir so selber, das ist so emotional. Das ist auch merke ich live, das ist auch für die Band, das ist so, da knistert es. Und das passiert wirklich selten auch bei einem eigenen Song, dass man das Gefühl hat. Und ich kann es nicht genau erklären. Vielleicht ist auch der Titel zum Symbol, oder das Naked, nackt, aber eben auch verletzbar. You know what? I'm alive, changing lighter, tower behind. Light, he might be safe forever. Or forever. Also Sonic Seducer ist so ein deutsches Magazin, das tut seit Jahren, bin ich immer wieder mal da die Interviews und die haben im Frühling ist der Chefredakteur, Michael, würdest du nicht Sie wollen einen Sampler machen mit Sisters of Mercy zum Jubiläum, ob ich einen Song würde covern à la Beauty of Jemima. Und dann ich zuerst, jetzt bin ich jetzt Skeleton Dreams und da habe ich fast keine Zeit. Also gut, mache ich das. Und dann habe ich mich mal gesucht, welcher Song wäre. Und dann habe ich das Nein, weil Nein entdeckt. Und das ist ein interessanter Song. Und habe ihn dann in meiner Art gemacht. We go for a song from Sisters of Mercy's 9 Wild 9. Passing strange, and I'm walking on the train, caught up on this line again, and it's passing slowly, killing time, but it's better than living in what will come and die. Still got some of your letters with me and I. Too much and I read too much, and I think you knew. Drink to the death, lying under the water. Drink to the blood and the frozen snow. A lipstick on my cigarettes, frost upon the window pane. 919, I'm waiting. Und dann kam aber wie gesagt, das Magazin, es findet nicht statt. Also der Sampler, sie können es nicht machen wegen irgendwelchen Rechteproblemen mit Management. Und dann haben wir den Song und denken, ja, was mache ich jetzt? Und dann
hat dann vor allem auch in der Band, wo ich das präsentiert habe, wir haben es besprochen, unbedingt, der passt gut. Und ich habe dann gemerkt, der passt genau auch noch in die Welt. Und es ist auch es ist textlich eigentlich sehr stimmungsvoll in das Ganze. Und darum ist er jetzt auch drauf. Und dann live jetzt auch. Wir spielen, also man hat das Gefühl, es ist Beauty of Jemima, aber es ist eigentlich, der Song ist Eldridge aus, ich weiß nicht, 40 Jahre zurück. Es kommt darauf an, oder wie beendet man ein Konzert? Das ist immer so ein. Ich höre eben so eigentlich, dass quasi das Konzert ist fertig und die Leute, und es ist wie so zum Heimgehen noch, weißt, Licht schon an und jetzt noch ganz, the night is closing and I'm breathing, so der Schluss, oder? Und man geht so ganz sanft und I come to breathe. The night is closing and I'm breathing 100 times, 100 nights. So jetzt gehen wir langsam und wir gehen weiter und der Herzschlag ist noch. Und das ist so, ich finde so ein schöner, so ein Puls, wo man den Leuten mitgibt. Wobei jetzt heute wahrscheinlich, wenn wir schauen, wo wir ihn, vielleicht nehmen wir ihn sogar ein, weil da ist ein bisschen schwierig, aber wieder von der Situation. Vielleicht fangen wir die Zugaben noch an, heute mit I Come to Grieve. Entscheide ich noch. Ich tue sehr oft, sehr spontan noch ein bisschen umstellen. Und auch ein bisschen nach Stimmung und das Feeling auch spüren, auch in der Band. Was ist jetzt im Moment, ist es noch gut, wenn man nachkommt. Also, aber eigentlich wäre schon das Konzept sogar als allerletzter Ton I Come to Grieve. Und jetzt heute schauen wir. The night is dreaming and I'm walking 100 miles, 100 ways. And out in the dark a drop of rain falls on my lips, it feels alright. And I hold you in my arms, just a second beyond the stars. And I feel freedom in my mind. Where have you been? Where have you done? I come to breathe. And I'll be home, back with the dawn. Embrace the seasons of my life. From high above you can see the sun through my bright eyes. The sun through my bright eyes. Like a nameless summer breeze. I touch your face and wonder. Ich denke schon, oder was man natürlich mit den vielen Konzerten schon merkt. Das ist übrigens auch nochmal in Südamerika, was schon interessant ist. Um was geht es am Schluss? Ein Beispiel, wir sind in
Santiago de Chile Anlage funktioniert nur halb. Und dann ist so, da heißt, fliege ich um die halbe Welt und die Anlage funktioniert nur halb. Dann kommt dort so haben wir einen Freund dabei gehabt aus Sao Paulo, so ein ganz weiser Mensch, und der hat gesagt, Michael, mach dir keine Sorgen, bring dein Herz. Das wollen die Leute, Emotionen. Und das ist so ein entscheidender Punkt, finde ich. Und vielleicht ist schon mit manchmal weniger auch mehr. Dass quasi mit einer Gitarre und mit einer Stimme kann man vielleicht manchmal direkt den Weg finden. Und das ist vielleicht einfacher, aber es ist manchmal auch viel schwieriger, weil das muss natürlich, man kann auch nichts verstecken, oder? Es muss ganz, ganz klar, jedes Wort ist klar, jeder Ton ist dann ganz klar. Und das finde ich auch, also wenn ein Song auch so funktioniert, ist das ein tolles Gefühl. I come to breathe. I come to breathe. Dankeschön. Kommt gut heim. Vielen Dank. Bleib gesund. Stay healthy. Also ich habe ein gutes Gefühl heute. Die Zugaben sind immer so, wenn die Leute wirklich noch mehr, und das hat man das Gefühl, sie sind voll da. Also das Gefühl so in den Augen oder Begeisterung. Und nein, ich bin mit einem guten Gefühl. Das Gefühl, ist immer eine Reise. Gell? Man beginnt einmal und dann gibt es vielleicht ab und zu eine Turbulenz, aber ich finde, die Band hat gut geschafft. Das Publikum ist happy. Und die anderen können hinten so Musik hören. Also, das tut mir so gut. Endlich sind sie gut. Ja. Viel sind. Ja, okay. Cool. Und einfach so. So gut. Ich kann auch ein bisschen dagegen rumschauen und so. Und überhaupt. Ich kann einfach ganz ruhig. Das ist im Moment der Zeit eben Geduld und bleib gesund, vernünftig und glaub ans Gute. The world is going on. And the world is going on. As all our lives become. So rüber auf da, dass die Hände The world is schlafen. going on. So, aber es ist nicht schlecht. As all our lives become one. And the world is going on. As all our prayers become one. Hochknöpfen bitte. Da wird da, genau. Okay. It's your own starving child. Okay. Why can't Natürlich you mal see? da. All the best. Bye bye.